Mini-Aliens. Ich weiß nicht, was daran lustig ist. Ja! Dankeschön. Natrop. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Beitrag in Videoform auf diesem exquisiten Kanal. Was ist los mit dir? Warte, soll ich dir erst erklären? Ja. Heute haben wir ein echt geiles Thema für euch vorbereitet. Und zwar geht es darum, dass für diejenigen, die das letzte Video verpasst haben, Tobi Sepien nachzuchten hat. Und zwar nicht irgendeine Sepie, sondern Prachtsepien. Also was ganz, ganz Besonderes. Lateinischer Name Prachtsepien. Metasepia pfefferi. Jedenfalls schauen wir uns heute einmal Aufzuchten an, was man beachten muss. Wir starten direkt durch und gucken uns die Kleinen mal an. Ja. Du hast die jetzt von den Elterntieren getrennt. Sprich, die sind jetzt in einem separaten Technikbecken, wo du so einen kleinen Bereich eingerichtet hast. Wie hast du die rausgefischt mit dem Kescher oder du hast das in so einer Kokosnussschale drin, ne? Ja, das Problem ist das, also Sepien im Generellen, die sind sehr empfindlich, also die haben eine sehr dünne Haut. Das ist auch der Grund, warum sie bei schwankenden Wasserwerten sehr gerne mal gestresst sind. Und deswegen sollte man sie eigentlich mit einem Glas oder einem Becher mit irgendwas einfangen, wo sie sich nicht verletzen können und am besten mit Wasser. Aber die Eier selbst sind bei mir jetzt in der Kokosnussschale. Da legen die ganz gerne rein. Da ist es tatsächlich egal. Also die Eier kann man tatsächlich gut aus dem Wasser einfach rausholen. Das macht denen überhaupt nichts. Und dann einfach ins neue Becken gesetzt. Ich habe sie aus dem Grund umgesetzt, weil selbst die Embryos im Ei, die sind super empfindlich. Ich habe bei meiner ersten Kokosnuss gemerkt, da ist wirklich sehr viel Verlust auch dabei. Ich meine, ich hatte auch Schnecken und Würmer, die dran gegangen sind, aber es ist tatsächlich der Stress, der dann die Embryos dazu bringt, dass sie einfach frühzeitig sterben oder auch zu früh schlüpfen. Das hatte ich auch schon. Und da schlüpfen die Tiere und haben halt noch ihren Dottersack eigentlich vorne dranhängen. Und da sind die Überlebenschancen halt sehr gering. Und deswegen habe ich die jetzt ein bisschen ruhiger gepackt bei mir drüben im Technikbecken. Das ist immer geschlossen, da laufen keine Leute vorbei. Von dem her, da ist es viel ruhiger und da können sie dann auch besser ausschlüpfen. Mega geil! Mega geil! Okay, also Thema Stress, die sind sehr empfindlich, ja. Also das ist jetzt vielleicht auch der Grund, warum man die weniger in Zoos und sowas sieht, wenn 1000 Menschen vorbeikommen, sondern die muss man separat halten. Hier hast du sogar Papier vorgeklebt. Ja, also bei dem Jungtier, was noch da ist vom letzten Schlupf, und da war halt auch das Problem, ich habe es abgeklebt von oben und von den Seiten, wo man reingucken kann. Das Problem ist, wenn die dann halt gestresst sind, dann klappt das mit dem Austarieren nicht mehr. Ja. Dann schwimmen die immer oben an der Wasseroberfläche und dümpeln dort halt die ganze Zeit rum. In der Zeit fressen sie dann halt auch nichts. Und das war halt hier das Problem, dann hast du halt die Jungtiere die ganze Zeit oben rumschwimmen, kannst die nicht füttern, und deswegen habe ich das abgeklebt, und seitdem es abgeklebt ist, ist es zwar nur noch einer übrig, aber dem geht's gut. Immerhin. Okay. Sepien legen kontinuierlich bis zu ihrem Tod weiter Eier. Die Anzahl kann hier sehr variieren. Tobi hatte in seinen Kokosnussschalen immer zwischen 20 und 60 Eier, was irgendwie sehr weird klingt, aber nimmt man die Schale mit Eiern aus dem Becken und ersetzt sie gegen eine neue, fängt das Weibchen sofort wieder an, weiterzulegen. Und so unspektakulär sehen Sepien beim Vögeln aus. Zack, das war's, fertig. Jetzt sieht so eine Sepie in so einem Ei schon sehr fertig aus. Wenn die rauskommen, haben die noch irgendwie einen Dottersack oder fressen die direkt und haben alle möglichen Tentakel, mit denen die auch schon jagen können und sowas? Oder wie kann man sich das vorstellen? Grundsätzlich sind es wirklich komplett fertige Miniaturen von den Eltern im Endeffekt. So süß, ne? Sie fressen aber in den ersten Tagen nichts, weil sie da doch noch die Reste vom Dottersack letztendlich aufbrauchen. Das war's dann aber auch schon. Also die fangen dann sofort nach den 3 Tagen an, Futter zu fangen. Es muss natürlich die korrekte Größe haben. Die sind ja selber nicht mal fingernagelgroß. Ja. Die sind ja wirklich nur ein paar Millimeter. So ein Mini-Alien einfach. Und von dem her, da muss man ja mal ein bisschen aufpassen. Also wenn die Mysis jetzt zu groß ist, dann schaffen die das halt nicht. Ein Sepienpopo.
Die Tiere können bereits früh sehr große Tiere mit ihren 2 Fangtentakeln erbeuten. Tobi empfiehlt hier von Beginn an lebende Mysis oder kleine Garnelen zu füttern, eher keine Artemien. Artemia sind absolut ungeeignet tatsächlich, also das liest man oft, dass man sie damit füttern kann, soll, also generell bei Säbchen. Ist aber definitiv falsch, weil die einfach nicht die Nährstoffe haben. An so einer Artemie, da ist ja auch nichts dran eigentlich letztendlich. Und ich habe ja vorher auch die Stumpfdornsäbchen gehabt und die sind zum Beispiel gar nicht erst dran gegangen. Also die haben die komplett ignoriert, die Artemia. Garnelen und Mysis, das ist das Beste und das sind auch jetzt keine Frostfuttertiere in dem Sinne. Man kann sie an Frostfutter gewöhnen, das machen sie fressen es. Aber auf kurz oder lang sterben die Tiere dann einfach viel früher, weil sie an Nährstoffmangel letztendlich verenden. Bei den anderen Säbchen, die ich hatte, habe ich ja auch Frostfutter gefüttert. Es hat funktioniert. Sie hatten auch die ganz reguläre Lebenserwartung, aber aus den Eiern zum Beispiel ist nie irgendwas geworden. Also die waren immer unbefruchtet oder sind sehr schnell kaputt gegangen letztendlich. Von dem her, wenn man sich solche Tiere nach Hause holt, muss man wirklich damit rechnen, dass man einen dauerhaft Bedarf eigentlich hat an Lebendfutter. Wie sieht man denn am Stadium des Eies, wann so ein Tier schlüpft? Die du jetzt da hast, sind die schon kurz vorm Schlüpfen? Oder? Genau, also die jetzt da sind, die stehen relativ kurz vorm Schlupf. Man sieht das immer mehr, dass der Dottersack, der geht immer mehr weg. Und irgendwann gehen die Tentakeln vorne einfach alle zusammen. Also die haben vorher immer wie so ein Dreieck vorne, direkt wo der Mund ist, wo die Tentakeln immer so ein bisschen auseinander gehen. Und das ist der Punkt, wo letztendlich auch der Dottersack ist. Und wenn dann irgendwann die Tentakeln alle so sind, alle zusammen, dann müssten sie eigentlich in den nächsten Tagen schlüpfen. Meinst du, wir haben heute Glück? Wir können es probieren. Okay. Wir können es probieren. Bisschen Geduld, bisschen Geduld. Ich hoff's. Und ja, wir haben eine Ewigkeit auf dem Boden vor dem Säbchenbecken gewartet, aber dann plötzlich... Und gönnt euch mal, wie sie einfach instant die Farbe wechseln. Zu heftig. Wer ein bisschen mehr über die Haltung von diesen crazy Mini-Unterwasser-Aliens erfahren möchte und auf der Suche nach ernstzunehmendem Aquarien-Content auf YouTube ist, dem verlinke ich unten das letzte Video von Tobis Tour durch seine ganzen Aquarien. Da quatschen wir nämlich ein bisschen über die Unterbringung seiner Prachtsäbchen. Das war's heute auch schon wieder. Wir hoffen natürlich sehr, euch hat dieser kleine Beitrag gefallen. Wir wollen einfach nochmal sagen, Säbchen sind vielleicht nichts direkt für den Anfänger. Was meinst du? Nee, auf gar keinen Fall. Die leben halt auch nicht so lange. Das ist so ein bisschen die Thematik. Also so eine Prachtsäbche ist so zwischen 9 bis 12, 13 Monaten. 9, 10 Monate ist tatsächlich die Norm und das ist halt was, wessen man sich halt einfach bewusst sein muss, wenn man sich die Tiere holt. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, boah cool, ich bin 2 Jahre mega das geile Tier daheim und dann verändert das halt einfach nach 9 Monaten. Es ist halt schade und es ist ein Prozess, den kann man auch wirklich gut beobachten. Also die Tiere haben wirklich Alterserscheinungen. Sie schaffen es, kein Futter mehr zu fangen. Also es geht halt nur noch daneben. Dann vegetieren sie halt tatsächlich einfach nur vor sich hin und werden teilweise auch von Krebsen angefressen oder von Schnecken, während sie eigentlich noch leben. Ne? Aber sie sind halt einfach so kraftlos, dass sie halt dann wirklich nur noch da... Ich meine, ist die Natur, muss man auch dazu sagen. Aber es ist jetzt für niemanden etwas, der über viele Jahre, wenn er nicht gerade wie du die Tiere nachzüchten möchte, etwas von so einem Lebewesen hat. Das stimmt. Ich weiß nicht, was daran lustig ist. Naja. Die sind einfach fröhlich. Ich weiß. Mega geil. Mega geil. Mega geil. Natürlich bedanke ich mich auch heute vielmals fürs Zusehen und die Tatsache, dass du bis hierhin dran geblieben bist, ehrt mich zusätzlich natürlich enorm. Vielleicht kann dich ja auch das nächste Video vom Hocker hauen. Abonniere gern den Kanal und dann bis zum nächsten Mal.